And we see in Genesis, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was delight to the eyes, and then the tree was to be desired to make one eyes, she took of its fruit and ate, and she also gave to same from her husband who was with her, and he ate. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In Genesis 3,6. So we see this process of committing the sin. Und wir sehen, wie dieser Prozess hier abgelaufen ist, die Sünde zu sündigen. Yeah. So the judgment of Achan. Das Gericht über Achan. He and his family were devoted to destruction. Er und seine Familie sollten vernichtet werden. And some reasons of why him and his family was devoted to destruction. Ich nenne euch jetzt ein paar Gründe, warum das so war. Achan's sin messed it up with the entire nation. Achans Sünde hat in dem ganzen Land Zerstörung gebracht. The entire nation became devoted to destruction. Denn das ganze Land sollte zerstört werden. So the whole nation, if you understand God's covenant with Israel, the entire nation was under this alliance. Also das ganze Land war unter diesem Schwur, wie ihr bei Gottes Bund sehen könnt. So when one person breaks the covenant, also wenn eine Person diesen Bund bricht, the entire nation's relationship with God was damaged. Dann ist die Beziehung des ganzen Volkes kaputt. And we see the same idea with Adam and Eve. Und wir sehen das gleiche bei Adam und Eva. How their rebellion messed up the whole humanity. Wie ihre Rebellion die ganze Menschheit zerbrochen hat. And the perfect relationship between man and God. Was vorher eine perfekte Beziehung zwischen dem Menschen und Gott war. So we also see that because of his sin, wir sehen auch, dass wegen Achans Sünde 36 men were killed. Deshalb wurden 36 Leute umgebracht. These were innocent men. Das waren unschuldige Menschen. But they suffered the consequences of the sin of another person. Aber sie mussten die Folgen der Sünde eines anderen tragen. And we fool ourselves when we think that our sin doesn't involve other people. Und wir sind echt falsch mit der Annahme, dass unsere Sünde andere Menschen nicht betrifft. Our actions influence those around us. Die Handlungen, die wir selber tun, werden die anderen um uns herum beeinflussen. Our actions can damage an innocent person. Unsere Handlungen können unschuldige Personen The effects of sin go beyond the person who sinned. Der Einfluss der Sünde geht über die Person hinaus, die gesündigt hat. So that's why we need to understand that we were created for a relationship with God and relationship with others. Deshalb müssen wir verstehen, dass wir für eine Beziehung mit Gott und mit anderen geschaffen sind. And my actions influence those around me. Und dass meine Handlungen die Leute um mich herum beeinflussen werden. We also see that Achan stole the gold and the silver that belonged to God. Wir sehen auch, dass Achan das Gold und Silber, was Gott gehört hat, gestohlen hat. Because this precious metals were supposed to be taken into God's treasury. Denn diese Schätze sollten Gott und in seine Schatzkammer kommen. So we see that he actually robbed God directly. Wir sehen also, dass er Gott selber bestohlen hat. And that he insulted God's holiness and authority. Dass er damit Gottes Heiligkeit und Autorität beschuldigt hat. And don't forget that he had time to repent. Und vergesst nicht, dass er die Zeit hatte, umzukehren. He had the entire evening and night to go and repent. Er hatte einen ganzen Abend und eine Nacht, um umzukehren. And to confess and redeem himself. Wo er bekennen konnte und erlöst werden könnte. But instead, he kept the medals. Aber stattdessen hat er alles mit Heil behalten. But why his family was also suffering this judgment? Aber warum war seine Familie auch mit dem Gericht? Scriptures doesn't give an evidence for that. Die Bibel gibt uns da keine Anzeichen dafür. But we can assume some things. Aber wir können Annahmen aufstellen. It's possible that they helped hiding this amount of spoil.
Also es ist möglich, dass sie geholfen haben, all diese Dinge zu verstecken. because he hid inside his own tent. Denn es hieß, er hat es in seinem Zelt versteckt. Or perhaps it was a lesson to the entire nation. Oder vielleicht war es auch eine Lektion für das ganze Land. The same way that God taught a lesson to Israel with the Korahites family. So wie Korah's auch family. Gott dem ganzen Volk der Israeliten gezeigt hat, wie schuldig die Korathiter waren. We even have an example in Acts 5. Wir haben da auch ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte. Ananias and Sapphira, Bei Hananias und Sapphira, that God judged that couple as an example to the entire nation, the entire church. wie Gott über diese Familie Gericht gebracht hat, als Beispiel für das ganze Land. So yeah, I think the book of Joshua is this struggle. Und ich glaube, im Buch Josua haben wir diesen Kampf. It's leading us to understand that God don't give us explanations for everything. Denn wir haben nicht für alles Erklärungen von Gott. And not always we gonna know why He's acting in some specific ways. Und wir verstehen nicht immer, warum er auf eine bestimmte Art und Weise handelt. But one thing that we see throughout Scripture is that He is holy, Aber was wir durch die Bibel hindurch immer wieder sehen, ist, dass er heilig ist. and that He requires obedience and this allegiance to those who confess that He is the own God. Und dass er Gehorsam erfordert von denen, die an ihn glauben. So this is the hard part to understand. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen müssen. God not always answer our questions. Gott wird nicht immer unsere Fragen beantworten. Actually, in scriptures, if you see, most of the time we ask something, He answers with another question or with a totally different thing. Ganz oft sehen wir, dass wenn wir was fragen, Gott mit einer anderen Frage oder mit was ganz anderem auf uns reagiert. Because He's God. Denn er ist Gott. We have the perfect example with Job. Und das perfekte Beispiel sehen wir auch in Hiob. Do you have some evidence why they burned the bodies? So it's some kind of special that they burned bodies? Yes. So Warum haben sie die Körper verbrannt? talk about it. So devoted to destruction was basically most of the time a burning out of the body. Also zur Zerstörung hingegeben sein hieß meistens, dass die ganzen Körper verbrannt werden mussten. So burning a criminal was emphasizing the wickedness of the sin committed. Also wenn du jemanden, der was Falsches getan hast, verbrennen solltest, war es, damit die ganze Sünde weg ist. We see that in Leviticus 20:14, Das steht schon in 3. Mose 20, in 14 Deuteronomy 13:15 to 16. und in 5. Mose 13, 15 bis 16. It was a disgraceful thing to be burned. Es war ein etwas No, Schändliches, to steal something from the Lord. Sorry. es war etwas Schändliches, etwas von dem Herrn zu stehlen. That's why he was devoted to destruction. Und deshalb war er der Zerstörung hingegeben. So most of the time, devoted to destruction is actually burning. Also unter der Zerstörung zu sein, ist meistens verbrannt zu werden. And it's to show as an example to the entire nation that that sin committed was one of the worst kind. Und es soll ein Beispiel sein für das Land, für das Volk, dass es eines der schlimmsten Dinge war. Do you have different thoughts about it? Hmm? Like different ideas of why? No, I was just asking myself because in the other stories no one is burned. Because what he told God, he robbed God. This idea of like, you are robbing the Most High God, this holy God. That's why. Also ich glaube, das war so eine gravierende Sache, weil er Gott bestohlen hat. We Gott see in that in Abraham. the story of Nadab and Abihu, how they put the wrong incense or whatever on the temple and they were burned. Wir sehen sowas auch bei Nadab und Abihu, als sie den falschen Rauch benutzt haben und dann verbrannt wurden. It was actually God burning them, like with his presence, with his glory. Es That war was even eigentlich worse. Gott, der sie verbrannt hat und seine Gegenwart. Es war noch schlimmer. Yeah. So we have this contrast being done here by the author. Wir haben diesen Gegensatz, der hier rausgestellt wird vom Autor. We have Achan and Rahab. Da ist einmal Achan und Rahab. We have a son of Israel and a Canaanite woman. Wir haben den Sohn der Israeliten
oder einen Israeliten und einen Kananiter. We see that Rahab being a Canaanite and an ex-prostitute Wir sehen, dass Rahab eine Prostituierte war, Was eine more- Kananiterin. was more faithful than Achan. Und sie war treuer als Achan. And she was saved with her family. Und sie wurde mit ihrer Familie gerettet. And while Israelites and part of God's army Und während die Israeliten Teil von Gottes Armee waren, was faithless and a robber. waren sie ohne Glauben und also war da drin einer ohne Glauben und ein Räuber. So he was devoted to destruction with his family. Deshalb wollte er und seine Familie zerstört werden. Remember that I said yesterday that book of Joshua is part of the former prophets. Erinnert euch daran, was ich gestern gesagt habe, dass Josua zu einem der früheren Propheten gezählt wird. And that it's trying to tell the story of Israel by a prophetic interpretation. Und dass in diesem Buch die Geschichte Israels erzählt wird durch eine prophetische Auslegung. So to show them that a Canaanite woman was more faithful than a son of Israel, Und da es herausstellt, dass eine Kanaaniterin, eine Prostituierte, treuer Gott gegenüber ist als ein Israelit, was a warning to the next generations. das sollte eine Warnung sein für die nächsten Generationen. And you're going to see that throughout scriptures, the pagan ones were more faithful than the sons of Israel. Und durch die ganze Bibel hindurch sehen wir immer wieder, dass die Heiden treuer Gott gegenüber waren als sein Volk. And this is calling Israel's attention because God set them apart to be a blessing to the nations. Und das soll ein Beispiel für die Israeliten sein, denn Gott hat sie herausgeholt, damit sie ein Segen für andere sein sollen. But to be a blessing to the nations is just possible if you are faithful to God and obedient to His commandments. Aber ein Segen für andere kannst du nur sein, wenn du Gott treu bist und ihm gehorchst. And this contrast shows us that even though this generation was the most faithful one in the entire history of Israel, Und dieser Gegensatz zeigt uns auch, dass wenn die Israeliten die treuesten wären im ganzen Land, the seed of wickedness was still present. dass ein Same des Bösen immer noch vorhanden wäre. And we're going to see in the book of Judges how this will develop. Und wir sehen im Buch der Richter, wie das noch weitergeht. Yeah, I think we can go for a break. Any questions? Habt ihr Fragen, Comments? Kommentare? Because I don't want to start another topic. Well, if your statement is correct, then why be a people of God if the godless people are more faithful? What? Sorry again? Like you were saying, if I understood you correctly, that the heathen were more faithful than the people of God? Who was more faithful? The- No, throughout history. yeah, We see that let's say, not Gentiles because they're not Gentiles, Yeah. but people from other nations reveal themselves to be more faithful to God than the sons of Israel. You're going to see throughout the history. Not like they will respond to God in a way that is more faithful than the people of Israel. is that a general truth or? No, we're going to see like with Rahab we see that, with Ruth we see that, in the time of Judges, that they're Yeah. completely corrupt. And you're going to see in Judges how the people of Israel became even worse than the people of Canaan, practicing even the same sins that they were practicing. And even the time of the kings, you're going to see pagan kings honoring God much better than the kings of Israel. And you see that in the time of Nehemiah and Ezra as well, and then in the New Testament with the Canaanite woman, with the guards and everyone, how they respond to God in a different way than the people of Israel. So, yeah, you can disagree, it's fine. I'm just thinking like it's a bit of a broad brush, Mm-hmm. you know, that, I mean, you can When I find. talk about this in general, it's right. Yeah, I get that, yeah. We still have Yeah. faithful people even in the midst of unfaithfulness. Any question? Comment? Fragen, Kommentare? Yeah? Okay, we can go for break this moment. Gut, dann können wir jetzt Pause machen. I guess we can have a 5-minute tea break and then come back to coffee break here. Yeah.
Exactly. These broad statements. This is the thing of marriage. It's like saying, no, it's hard to